und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld auf meinem Kanal zu einem weiteren Update-Video hier aus meiner kleinen Stadt, hier noch im alten Layout. Wir werden ja demnächst umziehen und im letzten Video hatten wir, ihr seht es hier schon ein bisschen leuchtend, hier unten mit der Tropfsteinhöhle angefangen, ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben das richtige Design sozusagen angefangen. Hier fehlt noch einiges. Wie gesagt, hier geht es dann noch weiter, aber das möchte ich heute nicht machen. Ich möchte heute tatsächlich am Turm weiterarbeiten, an diesem Turm hier vorne und an der Stadtmauer vielleicht auch, aber vor allem am Turm. Den hätte ich nämlich gerne heute so weit fertig, dass wir oben auch unser Dach drauf kriegen. Es sollten alle Steine da sein, um dann ordentlich weiterbauen zu können. Und ich denke, ich werde jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal diese Etage abschließen, dann noch eine oben drauf bauen und dann schauen wir uns auf jeden Fall mal an, wie das Ganze aussieht, ob das dann schon die finale Höhe ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wie gesagt, wir müssen daran denken, dass ja das ein Turm ist und der Turm muss natürlich ein ganzes Stück höher sein als die Mauer daneben, weil sonst hätte der Turm an sich keine strategische Bedeutung und wäre einfach nur eine Verschwendung von sehr vielen Ressourcen. Das heißt, der Turm muss natürlich ein ganzes Stück höher sein. Zudem ist es der Hauptturm, der hier früher über den Fluss geschaut hat in die Ferne. Also ein wichtiger Teil von Old Brickgate. Und ja, ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mal hier weiter und wir schauen einfach mal, wie der Turm sich weiter nach oben entwickelt. So, hier seht ihr mal, wo ich meine Steine gerade herhole. Den Sack kennt ihr wahrscheinlich, das sind 1000 Stück von diesen Elementen. Wie gesagt, die fressen sich ja hier durch die ganze Stadt. Ansonsten habe ich auch endlich mal wieder welche von denen und von denen bestellt, damit ich die Fenster fertig machen kann. Und zwar sehen wir jetzt auch hier, dass ich jetzt zumindest hier vorne nicht an der Seite, die Seitenwände kommen ja noch, sobald es wirklich nötig ist, habe ich jetzt auch die Fenster soweit fertig dekoriert. Da fehlen noch die eigentlichen Fenster innen drin, die sind ja hier noch eingebaut, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich glaube nicht, dass ich die austauschen werde, weil ich habe momentan ja diese abgerundeten, aber die sieht man ja eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, ich kann wahrscheinlich auch die normalen nehmen. Darum kümmere ich mich, ich weiß nicht, ob ich heute darum kümmere oder beim nächsten Video, aber was ihr auch seht, ist, dass der Stock jetzt soweit fertig ist, dass die nächste Etage oben drauf kann. Und es gewinnt natürlich, wie man sehen kann, an Höhe, ne? Ein Stockwerk kommt jetzt auf jeden Fall ganz sicher noch oben drauf, bevor ich mir das Ganze nochmal anschaue, damit wir eben hier mindestens 2 Stockwerke Höhe haben von der Mauernhöhe. Das wäre ungefähr die Höhe, die wir auch da haben, aber ich muss mal schauen, ob das da nicht zu wenig noch ist, weil wie gesagt, das ist der Hauptturm und der muss natürlich imposant hier vorne am Fluss stehen können, damit er eben auch so ein bisschen ein herrschaftliches Symbol darstellt. Ja, wie gesagt, ich baue jetzt hier oben drauf und dann schauen wir uns das gleich nochmal an, wie es aussieht mit noch einem Stockwerk oben drauf. So, der Turm ist noch mal ein bisschen angewachsen. Das ist noch nicht die komplette Höhe der Etage, da fehlen noch 2 Reihen. Aber ich überlege tatsächlich, dass das wohl vielleicht doch die letzte Etage sein wird, weil ich glaube, es wird dann vielleicht doch zu hoch. Weil ich habe mich ja dazu entschieden, kein Dach oben drauf zu machen, sondern einen offenen Turm oben. Aber ich möchte dann noch ein bisschen Verzierungen mit hochziehen und wir kriegen dann ja auch noch mal ein bisschen Höhe. Und ich glaube, dass wir dann ungefähr auf dieser Höhe landen. Und ich glaube, das ist eigentlich genug, beziehungsweise man kann ja immer noch eine Zwischenetage einbauen, wenn es dann fertig ist. Durch die modulare Technik, dass es ja aufeinander gesetzt ist, ist das ja gar kein Problem. Aber das wird auf jeden Fall sagen, das obere Teil sein, wenn ich das wahrscheinlich ein bisschen modifizieren muss, weil ich da vielleicht so ein paar Elemente, die nach außen gehen, bauen möchte, einfach damit wir jetzt nicht einfach platt oben drauf das Dach sozusagen drauf bauen. Da möchte ich noch ein bisschen mit ein paar Sachen, ein paar Spielereien einbauen. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Turm hat eine gewisse Mächtigkeit, vor allem wenn man bedenkt, dass er dadurch, dass er hier nochmal so runter geht, so mit in den Fels gebaut ist, sieht er ja noch höher aus, als man ihn jetzt zum Beispiel von der Seite sieht. Da wirkt er jetzt nicht so hoch, aber von hier vorne, was ja auch dann die Perspektive ist, aus der man es vielleicht auch mal sieht, ist er doch recht mächtig. Vor allem, wenn man jetzt mal schaut, wie die Minifiguren daneben aussehen, glaube ich, haben wir dann einen ganz realistischen Maßstab gewonnen. Und es wird ja noch ein bisschen mächtiger werden, wenn wir hier noch weiterbauen, noch in die Richtung. Vor allem dann, wenn wir die Erweiterung im neuen Räumlichkeiten, da geht die ganze Altstadt da hinten ja noch weiter. Aber was ich jetzt mal mache, ist, ich schaue jetzt erstmal, wie ich hier die Verzierungen mache, weil ich glaube, da muss ich ein bisschen oben auch die Elemente anpassen mit den Modified Bricks. Und da mache ich jetzt mal weiter. Und jetzt habe ich angefangen, hier die Verzierungen anzufangen. Wie gesagt, ich will ein bisschen rauskommen oben. Ich hatte ja ganz viele von diesen Elementen in meiner Überraschungsbox, die ja glücklicherweise und dankenderweise von Zottel zockt und Krienchen zockt, mir zugeschickt wurde. Die waren ja in einem Lego-Laden, ich glaube in Oberhausen, und dachten da, hey, wir schicken einfach mal mir ein paar Steine zu. Das war sehr, sehr nett von euch. Und jetzt seht ihr auch, dass die ersten Steine von euch hier im Einsatz sind. Ich dachte, die passen ganz gut.
Ich habe dafür hier diese Headlight Bricks benutzt, um das Ganze in der Richtung hochbauen zu können. Und dann habe ich noch diese Modified Plates genommen, um hier noch ein bisschen Struktur reinzubringen. Und jetzt habe ich hier noch angefangen, hier so kleine Round Teils einzubauen, einfach um da noch mal ein bisschen Struktur mit reinzubringen. Und ich finde, das ist ein ganz gutes System so geworden. Was ich jetzt wahrscheinlich machen werde, ist, es ist knapp nach 8 Uhr. Ich hätte eigentlich vorgehabt, das Video früher fertig zu haben und hochladen zu können. Deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich noch einen Livestream starten, um hier jetzt weiterzubauen. Für diejenigen, die nicht im Livestream dabei sein können, werde ich wie immer das Ganze im Schnelldurchlauf nochmal kommentieren. Und ich bin zuversichtlich, dass wir vielleicht im Livestream hier den Turm fertig bekommen und noch ein bisschen weiterbauen. Wir schauen einfach mal, wohin die Reise geht. Ich werde jetzt hier gleich die Kamera positionieren und dann denke ich, geht es gleich los. So, die Sache mit dem Livestream hat ja leider nicht so ganz funktioniert gehabt, war ja, wer es mitbekommen hat im Livestream, meine Tochter ist ja momentan krank und ich musste den Livestream glaube ich, nach 10 Minuten abbrechen, weil ich einfach mich um sie kümmern musste und ich dachte eigentlich, sie schläft heute Nacht mal durch, hat dann doch nicht geklappt. Nichtsdestotrotz ist es jetzt trotzdem in der Nacht, ich habe ein bisschen weitergebaut. Ich habe jetzt diese Fassade auf den beiden Seiten jetzt wieder schön gebaut. Das machen wir noch, wenn wir uns darum kümmern, wenn es hier hinten weitergeht. Aber das sieht schon mal ganz gut aus, finde ich. Und auch dieses Konstrukt hier oben sieht jetzt meiner Meinung nach eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es gibt dem Ganzen ein bisschen so eine Krone oben drauf. Und das nächste, was ich jetzt natürlich machen werde, ist, ich werde erstmal hier die Plattform oben drauf bauen. Dann schauen wir, wie wir hier den Übergang noch machen. Ich möchte das hier noch gerne irgendwie ein bisschen weiter nach oben ziehen. Aber grundsätzlich bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden, wie sich das Ganze jetzt hier so ergeben hat. Und momentan glaube ich auch noch nicht, dass da nochmal ein weiteres Stockwerk reinkommen wird. Ich glaube, das ist eine ganz gute Höhe so eigentlich. Und ja, ich baue jetzt auf jeden Fall da oben mal die Decke drauf und fange an mit dem weiteren Konstrukt da oben. Und wie gesagt, das wird ein offener Turm oben drauf. Das heißt, wir bauen oben einen Zinnenkranz. Und ja, das mache ich jetzt. Und da ist ein Dach drauf, wie ihr sehen könnt. Und zwar habe ich jetzt schon mal die Plattform soweit fertig, dass ich hier außen die ganze Beschmückung, die ich mir vorgestellt habe und ausgedacht habe, außenrum gebaut habe. Also es sind sehr, sehr viele Kleinteile, einfach um hier oben noch so mal so ein bisschen mehr an Details reinzubringen und einfach oben ein bisschen anders aussehen zu lassen. Wie ihr seht, ist das Ganze auch jeweils einen Brick überstehend, einfach um hier oben noch ein bisschen mehr Form reinzubringen. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist, dass ich hier oben weiterbaue, den ganzen Zinnenwall. Und das hier oben wird auch noch gepflastert. Ich werde noch eine angedeutete Falltür aus Holz einbauen, mit der man eben so aufs Dach oben kommen wird. Und dann ist der Turm, glaube ich, soweit eigentlich fertig. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit der Höhe. Ich glaube, noch eins höher brauchen wir vielleicht nicht. Wird sich vielleicht irgendwann zeigen, wenn wir umgezogen sind und die Stadtmauer weiter nach hinten wächst, dann kann man immer noch eine weitere Etage mittendrin reinbauen. Das ist ja durch die modulare Bauweise nicht so das Problem. Aber ich muss sagen, das sieht doch jetzt schon ganz gut aus hier vorne. Also die Höhe ist nicht zu unterschätzen. Wenn wir jetzt mal hier auf das Niveau der Brücke gehen, sieht man auf jeden Fall den Turm ganz gut. Mir gefällt es. Ich baue jetzt hier oben auf jeden Fall das Dach fertig heute und dann sind wir, glaube ich, für heute fertig und haben wirklich einen ganz, ganz großen Schritt fertig bekommen, was hier das Ganze angeht. Lustigerweise, meine 6x8er Dark Blue Grey Plates haben genau gereicht, um das hier fertig zu bekommen. Mehr habe ich nicht mehr da, aber ich habe auch schon neue bestellt, die müssten noch irgendwann die Woche kommen. Aber wie gesagt, ich baue jetzt da oben weiter und wir schauen das Ganze gleich nochmal an. Und das hier ist jetzt der fertige Aufsatz. Ihr seht, ich habe da oben ein relativ wildes Steinmuster aufgebaut. 2 angedeutete Falltüren, noch ein bisschen Grün, das sich irgendwo angesetzt hat und eben die Zinnen und noch ein bisschen mehr Deko außenrum. Und ich finde, das ist jetzt, glaube ich, ein ganz schöner Abschluss für da oben. Ich werde das Ding jetzt gleich da oben drauf setzen. Wird ein bisschen anstrengend sein, weil es ja noch ein bisschen eng drauf zu machen ist. Dann schaue ich, ob ich noch ein bisschen Deko oder sowas finde, vielleicht noch 2, 3 Kisten oder irgendwas, was man oben draufsetzen kann. Und vielleicht noch 1, 2 Figuren, damit da oben es nicht so leer ist. Und dann schauen wir uns gleich nochmal an, wie der Turm aussieht, wenn er soweit final fertig ist. Natürlich ohne die ganze Verkleidung hinten und an der Seite. Die Fenster fehlen noch ein bisschen der Innenausbau, aber von außen ist er dann soweit aus dieser Sicht fertig. Und das macht mich sehr glücklich, muss ich sagen. Wie gesagt, ich baue es jetzt drauf und wir schauen uns das gleich nochmal an. Und hier sehen wir jetzt das finale Ergebnis für den Turm und auch das finale Ergebnis für den heutigen Tag. Und ich muss sagen, der Turm macht auf jeden Fall was her. Er thront jetzt richtig schön hier über dem Strand und über dem Fluss. Höhe ist, glaube ich, so wirklich gut. Ich glaube, noch eins höher ist tatsächlich dann doch vielleicht ein bisschen zu viel. Aber dazu könnt ihr mir gerne was in die Kommentare schreiben. Wir müssen auch bedenken, wie gesagt, die Höhle wird hier noch weiter gebaut. Und dann geht die Stadtmauer, ist ja hier schon ein bisschen angefangen, hier so ein bisschen schräg hier rüber weiter. Wird dann in der Erweiterung irgendwann in den neuen Räumlichkeiten natürlich hier noch weitergehen.
Der Plan ist ja, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, dass die komplette Altstadt in den neuen Räumlichkeiten entstehen kann, also auch die Rückseite der Stadtmauer, wo es dann runtergeht ins Tal. Das ist dann der ländliche Bereich. Und das ist eine Sache, die ist noch weit, weit entfernt. Aber ich habe natürlich eine ganz grobe Planung. Ich muss ja auch ungefähr schauen, wo ich diesen Teil der Stadt in die neue Räumlichkeit hinstelle. Und da gibt den Sinn, es relativ mittig, ein bisschen mehr nach links gesetzt zu haben, weil da müssten alle langfristigen Ideen nach und nach, irgendwann in den Jahren nach und nach, ihren Weg hineinfinden können, ohne dass ich irgendwann nochmal anfangen muss, die Tische zu verschieben. Aber wie gesagt, das ist der Turm. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze aus der Nähe aussieht. Ich finde auch, die Detailarbeit ist ganz gut geworden. Dass einfach hier oben nochmal ein bisschen mehr Struktur reinkommt, wenn ich einfach das ganze hochbauen, oben eine Plattform drauf haben. Und dann zeige ich auch nochmal hier von oben. Hier unser letzter Sigfig-Gast ist jetzt hier oben mal eingezogen. Der ist ja Teil unseres Fantasy-Mittelalter-Festivals. Der ist jetzt momentan hier oben auf dem Turm. Mal schauen, ob er da stehen bleibt, wenn wir dann in der Altstadt weiterbauen, das Fest weiterbauen. Vielleicht kommt er dann wieder runter. Aber ich dachte, jetzt stelle ich erstmal hier oben hin, habe noch 2 leere Kisten hingestellt, einfach um noch ein bisschen Struktur und Farbe hier oben reinzubringen. Und ansonsten muss ich sagen, wenn man jetzt mal auch hier runterschaut, wenn dann irgendwann mal der Bahnhof fertig ist, ist das, glaube ich, auch ein ganz schöner Blick hier runter. Momentan ist das tatsächlich der höchste Punkt in der Stadt, ist noch ein bisschen höher als der Turm, wird aber vermutlich niedriger sein als die Kuppel des Bahnhofs später mal. Aber ja, grundsätzlich muss ich sagen, ich bin zufrieden. Wir schauen mal von hier unten noch da. Das ist auf jeden Fall eine mächtige Geschichte geworden. Moment, der Zoom ist auf der falschen Stelle. Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Und wir werden ja dann nochmal 2 Platten wahrscheinlich die rausgehen, wenn es in die neuen Räume geht. Das heißt, wir kriegen hier nochmal ein bisschen mehr Struktur rein. Die Brücke wird verlängert und dann sieht es, glaube ich, noch ein bisschen besser aus, wenn hier vorne noch mehr Landschaft ist, bevor der Turm anfängt. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mir gerne Kommentare, was ihr denkt und wo es weitergehen könnte, etc. Und Ideen wie immer auch alles in die Kommentare. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute wieder. Vielen Dank für alle eure Kommentare. Ich glaube, 6.600 Abos haben wir inzwischen. Auch dafür vielen, vielen Dank. Und wir nähern noch die 1.000 auf Instagram. Dazu könnt ihr gerne mal unten in der Videobeschreibung draufklicken. Da gibt es auch immer mal wieder Blicke hinter die Kulissen. Dann sage ich nur noch, ja, bleibt gesund, viel Spaß beim selberbauen und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Tschüss!